Hi, immer wieder werde ich gefragt, du sag mal, was für Ausrüstung verwendest du eigentlich für deine grandiosen Tierfilme? Okay, um ehrlich zu sein, das wurde ich noch nie gefragt. Nichtsdestotrotz stelle ich dir heute mal vor, was man so als Tierfilmer an Ausrüstung überhaupt braucht. Dazu habe ich meinen Rucksack gepackt mit all den Sachen, die ich immer bei mir habe, wenn ich mich draußen in der Natur bewege. Fangen wir an mit dem wohl wichtigsten Ausrüstungsgegenstand, einem Outdoor-Messer. Ein gutes Outdoor-Messer ist für all mögliche Arbeiten unabdingbar und eines der wichtigsten Werkzeuge, die man mit sich führen kann. Ich empfehle persönlich ein gezahntes Messer, weil man mit diesem nicht nur wunderbar schneiden, sondern auch sägen kann. Hier könnt ihr sehen, das Sägen geht wirklich ganz leicht von der Hand und man erreicht tolle Ergebnisse. So ein Werkzeug ist besonders geeignet, wenn man sich mal durchs Dickicht schlagen muss. Ein nächster wirklich wichtiger Ausrüstungsgegenstand ist ein bisschen Futter zum Anlocken der Tiere. Besonders bewährt hat sich hier Bio-Sauerkraut. Wildtiere scheinen den Geschmack des Sauerkrauts wirklich zu lieben. Achtet beim Kauf darauf, dass es vom WWF zertifiziert ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass es auch für Tiere bekömmlich ist. Um in der Wildnis nicht verloren zu gehen, empfehle ich außerdem, eine Art Karte mitzunehmen. Da ich persönlich nicht besonders gut im Kartenlesen bin, habe ich mich für einen kleinen Globus entschieden. Auf so einem kleinen Mini-Globus lässt sich auch wunderbar markieren, an welchen Stellen man schon Tiere gefunden hat, um diese Orte dann später noch einmal aufzusuchen. Wenn du Per Anhalter durch die Galaxie gelesen hast, brauche ich dir nicht zu erklären, warum du immer ein Handtuch mitnehmen solltest. Ich empfehle die Farbe Weiß, weil diese nicht besonders anfällig für Flecken ist und sich leicht reinigen lässt. Ein weiterer wichtiger Gegenstand ist ein Bestimmungsbuch. In den meisten Bestimmungsbüchern findet man jedoch nicht alle Arten. Deshalb empfehle ich, ein deutsches Wörterbuch mitzunehmen. Hier findet man wirklich alle nur erdenklichen Tiernamen. Werfen wir doch mal einen kleinen Blick hinein. Und siehe da, selbst seltene Tiere wie die Eichengallwespe lassen sich hier finden. Auch wirklich wichtig für die Tierfilmerei ist ein gutes Schuhwerk. Hier empfehle ich Flipflops, da man aus diesen leicht rein und rausschlüpfen kann. Da du dich in der Natur bewegst und diese nicht zweidimensional ist, empfehle ich dir eine 3D-Brille mitzunehmen. Mit dieser kannst du selbst im dichtesten Dickicht noch Tiere wahrnehmen und auch Entfernungen besser einschätzen, um so dann den Zoom an deiner Kamera einzustellen. Gerade bei warmem Wetter empfiehlt sich außerdem eine Kopfbedeckung. Wenn man eine Haarpracht hat wie ich, empfiehlt es sich, diese insbesondere in der Mittagszeit zu tragen, um nicht einen Sonnenstich zu erleiden. Im Winter wärmt so ein Kopfschutz außerdem den gesamten Kopf. Ebenfalls wirklich wichtig ist ein Klebeband. Warum das genauso wichtig ist, erkläre ich dir gleich. Zunächst einmal schauen wir uns aber das technische Equipment an. Für Tieraufnahmen ist es ratsam, eine Kamera mit möglichst großem Zoom-Objektiv zu wählen. Hier ist die Kamera, die ich hierfür verwende, mit der ich wirklich ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht habe. Insbesondere der bis zu 200-fache optische Zoom dieser Kamera ist wirklich hilfreich, um Tiere auch aus weiter Ferne gut beobachten zu können. Zu so einer guten Kamera gehört natürlich auch ein richtiges Stativ. Ich habe mich hier für ein Teleskopstativ entschieden, da dieses besonders für meine Einsatzzwecke geeignet ist. Und so sieht das Ganze aus, wenn man die Kamera am Stativ befestigt hat. Hierfür brauchten wir also das Klebeband. Am besten wählt man hierfür ein Klebeband in natürlichen Farben, damit das Equipment mit der Natur verschmilzt. So ist es vom Weiten von Tieren gar nicht mehr als Kameraausrüstung erkennbar. Durch die verstellbare Höhe kann man Aufnahmen aus den verschiedensten Winkeln machen. Besonders im Sommer ist es wirklich wichtig, immer genug zu trinken dabei zu haben. Deshalb empfehle ich, hier nicht am falschen Ende zu sparen und ein Gefäß zu wählen, in welchem du genug Flüssigkeit für den Tag mit dir mitführen kannst. So, das ist die Ausrüstung, die ich jedes Mal dabei habe, wenn ich mich draußen in der Natur bewege, um Aufnahmen für euch und meinen Channel zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.